Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Falkenburg. Die Falkenburg. Hey, fall doch nicht runter! Ja, komm. Komm. Ja, schön. Er macht es nicht, er fällt sonst. Bist du hier beruflich? Kann ich dich aufnehmen? Nein. Was denn deine Aufgabe hier? Was sind die extra Steine Mach für deine Hund von der Leine ab! Sitz? Oh, Alter, dich sollte man an der Leine nehmen! Freies Leben. Ja. Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Falkenburg. Wir sind auf Wanderung. Ich habe hier unten am Eingang schon einige Wanderer gesehen, Spaziergänger. Ich vermute, dass auf der Falkenburg auch einiges los sein wird. Und mir gefällt das ja nicht so, was aufzunehmen, wenn viele Menschen dabei sind. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht machen wir auch mal ein Interview. Mal gucken. Ja Leute, ich habe gedacht, wenn wir gleich oben sind, machen wir kurz Stopp. Erzählen wir ein bisschen was drüber. Wir müssen ja heute noch ein bisschen weiter wandern. Dann könnt ihr die Bilder mal auf euch wirken lassen. Ist wirklich sehr, sehr schön. Man muss sich mal vorstellen, damals, als die Burg gebaut wurde, ne, was für einen Überblick man hatte. Da gab es noch nicht so viele Städte, so viele Häuser etc. Das ist was sehr Interessantes. Uiuiui, Leute, eins sage ich euch auf jeden Fall. Wer es nicht gerade im Rücken oder in den Beinen hat, der soll es auf jeden Fall im Kopf haben. Ey. Ich dachte hier, ohne Navi gehe ich hier einfach mal hoch, habe mich schon fast verlaufen. Aber Gott sei Dank, hier sind viele Wanderer unterwegs. Habe ich einmal kurz nachgefragt. Da lang, alles klar. So, letzte Etappe, letztes Stückchen. Hier geht es sehr, sehr steil berghoch. Aber das schaffen wir schon hier mit Djangos Hilfe, ne? Die Falkenburg. Die sieht größer aus, als ich gedacht habe. Oder als ich sie in Erinnerung habe. Muss man sich mal vorstellen. Ey. Kommt man hier hoch mit Pferden, wird man gleich abgeschossen von da oben. Ey. Ich glaube, wir gehen da gleich auch hoch. Hey! Fall doch nicht runter! So. Junge, wie hoch das ist. Ich denke, solange ich gemütlich den Rest des Hügels bestreite, kann ich schon mal ein paar wichtige Fakten über die Falkenburg erzählen. Die Falkenburg wurde 1194 durch Bernhard II. Zur Lippe und dessen Sohn Hermann II. Erbaut. Bevor die Burg 1453 vermutlich durch einen Unfall abbrannte, war sie Anfang und Mitte des 15. Jahrhunderts in zwei Kriege verwickelt. Seit 2005 fanden immer mal wieder Ausgrabungen statt, bei denen etliche und bedeutende Funde zutage kamen. Zu einigen Beispielen davon wir gleich auch noch kommen werden. So, wir sind fast oben. Eigentlich sind wir schon oben, aber ich glaube, ich kletter auch gleich mal hoch mit Django. Und dann gucken wir uns das mal von ganz oben an. Puh, das ist ein bisschen wackelig hier alles, ne? Das ist aber gefährlich für Django, ey, wenn der hier irgendwo runterfällt. Junge. So, komm Django. Mutprobe für heute. Komm her. Ich halte dich fest, ey. Oh, der geht schon tief runter, ey. Ja, komm hopp. Psst. Also heute recht viel los. Leute fahren Fahrrad. Menschen sitzen oben, sonnen sich.
Das darf man eigentlich gar nicht. Da oben rumspazieren, aber das machen trotzdem alle. Und das hier, das ist ein alter Schacht, wo, wenn ich mich jetzt nicht täusche, damals der ganze Biomüll abgelagert wurde. Der wurde dann oben da reingeschmissen, dann hat sich das alles gesammelt. Und das Besondere an diesem Turm, Biomüllturm, ist, dass die hier unten ein Loch angefertigt haben, wo die dann immer alles mit ausgespült haben. Sehr, sehr interessant. Bis vor ein paar Jahren war das hier noch alles zu bzw. gesperrt und man hat hier immer wieder was gefunden. Zum Beispiel wurde zuletzt, oder was heißt zuletzt, aber vor einigen Jahren wurden Werkzeuge gefunden, so wie zum Beispiel eine Wolfsangel. Ich blende das mal ein, vielleicht kann man es dann erkennen. Damit hat man damals Wölfe geangelt. Und eine alte Schere blende ich auch ein. Also das ist sehr, sehr interessant, was sie damals schon für Werkzeuge hatten. Wolfsangel, Scheren. Da könnten die Bogenschützen damals womöglich durchgeschossen haben, falls jemand angegriffen hat. Aber soweit ich weiß, hat hier nie wirklich eine ernsthafte Schlacht stattgefunden, sondern die Burg ist durch einen Brand zu Schaden gekommen und wurde dann von den Eigentümern, deren Erbe immer noch in Detmold sitzen, die Prinzenfamilie, selbst zerstört. Wir klettern hier jetzt gleich erstmal hoch mit Django Cavango. Puh, also mir ist schwindelig und Django, der springt hier einfach nur so rum. Mann, Mann, Mann. Wir gehen jetzt aber noch auf diesen großen Turm und dann gehen wir weiter. Sieht schon krass aus, ne? So. Kommst du hier hoch, Django, den steilen Berg? Nee, ne? Ja, der hat eigentlich so eine Geschirr, aber das habe ich heute nicht mit. Ja, Schatz. Trau dich. What the fuck, what the fuck. Hätte ich auch nicht gedacht. Was? Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ich fahr lieber da runter als da. Und da. Boah, was ein Ausblick, ey. Ja, komm. Komm, komm. Ja, schön. Er macht es nicht, er fällt sonst. Boah, das ist ja überhaupt hier hochgeklettert. Ja, du bist von da gekommen, ne? Ja, wenn man das nicht sieht. Boah, ich krieg Angst, ey. Das ist auf so manchen Hochhäusern gestanden, ey. Und Dächer gedeckt, aber hier runterfallen ist was anderes als vom Garagendach. Das sieht gewaltig aus, ne? Oh, Django ist doch noch rübergekommen. Mit dem City-Roller. Ja, ich. Der Berg runter ist immer gut. Ach, wir müssen gleich aber leider weiter. Ja, die Falkenburg. Das war die Falkenburg, Leute. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Externsteine. Wow, die Externsteine. 3,7 Kilometer. Hier geht's lang. Jetzt geht's auf zu den Externsteinen. Ich hoffe, dass wir dort ein paar spirituelle Menschen finden, mit denen ich dann ein Interview halten kann.
um was es dort genau geht. Zur Sommersonnenwende, was die Leute dort zelebrieren. Weil jedes Jahr versammeln sich dort Leute, ja, auch mal irgendwelche Gestalten, die dann dort okkulte Rituale abhalten. Ich habe es selbst miterlebt und deswegen kann das sehr, sehr spannend werden heute noch. Wer weiß, welche Melodie ich gesungen habe. We don't know. So, wir sind gleich da. Da hinten geht es geradeaus zu den Parkplätzen und ich muss da vorne in der Mitte. Also da in der Mitte links abbiegen. Sind wir mal gespannt, was da so los ist. Das da oben, das ist der sogenannte Wackelstein. Zu diesem Stein, man fragt sich seit jeher, wie dieser dort oben drauf gekommen sei. Natürlich hatte der Teufel höchstpersönlich seine Finger im Spiel. Denn als die Christenmönche die obere Kapelle auf dem Turmfelsen der Externsteine in Besitz genommen hatten, da hatte der Teufel schon einen mächtigen Felsbrocken herbeigeschleppt, um die ganze Kapelle mitsamt dem Priester und dem Leib des Herrn zu zerschmettern. Vom plötzlichen Glanz des Heiligtums geblendet, brüllte der Böse erbost auf. Er warf zu kurz und der Steinblock verfehlte sein Ziel. Er blieb auf der gegenüberliegenden Felskuppe hängen, wo er nach Gottes Willen als Wackelstein festgebannt ist, bis auf den Tag dieser Stunde. Guck mal, da müssen wir auf den Gipfel da drauf klettern. Auch von da unten dann. Können auch ein Bild von Ihnen machen, wenn Sie mit dem Hund mal ein Bild haben wollen. Können auch ein Bild von Ihnen machen, wenn Sie möchten. Ob man da, ja, man sieht ja aber nicht viel, ne, oder? Mein Licht ist ein bisschen scheiße. Ja. Was ist das? Labrador-Mischling? Ja. Pitbull, ne? Nein. Labrador-Mischling. Aber mit was? Schäferhund Schäferhundsau drin? ja. Und Ritschbeck. Ah, okay, ja, deswegen der Kopf. Bist du hier beruflich? Kann ich dich aufnehmen? Nein. Okay. Ich wollte ein paar Fragen stellen. Kannst du, wir machen Führungen, aber nur für eine Spende. Weil wir leben davon. Okay. Wir leben hier im Wald und müssen davon leben, von den Menschen. Ja, die Ronja macht das. Ich rufe die Ronja, dann kommt der auch. Der ist jetzt nur an Sie interessiert. Okay. Ich bin hier einer der Hüter dessen Ortes hier. Okay. Germane. Was heißt das? Was heißt es, Hüter dieses Ortes zu sein und Germane zu sein? Was heißt das? Ach, ich habe verstanden. Mane, nicht Germane ist mir klar, ja. Ja, Oder Kälte. sagen wir Ihr seid alles Germanenkelten, Ja, ne? ich bin Kälte, sage ich. Okay. Kälte und Germane hat für mich keinen großen Unterschied. Wir sind die Ureinwohner dieses Ortes, Beschützer dieses Ortes. Ja. Und wir bringen den Menschen auch näher, was einst halt hier gewesen ist. Also wir halten die Wurzeln lebendig. Ja.
Ja, dann kennt ihr euch ja auch gut aus mit der Geschichte von Arminius und sowas, ne? Alles. Ja, kann ich. Bin ich. Das bist du. Ja, bin ich. Dich darf man nicht aufnehmen, oder? Darf man dich aufnehmen? Warum nicht? Dein Outfit sieht nämlich so klasse aus. Selbst gemacht. Selber alles gemacht. Ja, die Hose nicht. Ich meine sogar, ich habe ein Foto gesehen bei Instagram von dir. Kann durchaus sein. Das kann sein, ja? Kann durchaus sein, na klar. Oh, ein Husky. Ronja, fein. Django, hier. Warum hältst du deinen Hund so an alleine? Er will auch spielen. Was macht ihr denn für Führung? Worum geht's da genau? Kann man euch buchen oder was? Keltisch-germanisches Erbe. Wie? Keltisch-germanisches Erbe, also. Okay. Was ist das? Was sind die externen Steine Mach für deinen ein Hund von Heiligtum? alleine ab. Ja. 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 Welche Meditationsorte gibt es hier? Ja. Den Weg der Oh, Selbstfindung. Alter, dich sollte man an alleine nehmen. Ja, danke schön. Armer Hund. Das ist ein Germane. Freiheit leben. Ja. Wir sind hier an einem der größten Heiligtümer in unserem Land. Ja? Ja, ja, Und eigentlich gilt hier das Gebot, die Freiheit eines jeden Wesens. ja. Ja? Ja. Und wenn Das die ist was zu eine regeln Krise, haben, wenn dann ich hätten so wir das erzähle. miteinander zu tun haben. Und da müsste der Mensch drüber stehen. Ja? Weil einfach an einem Heiligtum kein Wesen in Zwang genommen werden darf. Ja. Ja? Ja. Somit sind eigentlich auch So wie wir es eben gerade gesehen haben. Ja, Beide das war so der Hunde von uns Gegenpol. sind frei. Ja. Und der andere zieht seinen Hund. Na gut, wenn die Leute in der Stadt leben, da ist das manchmal nicht so gewünscht, ne? Ja, das in der Stadt. Und von daher verlernen die das dann auch. Ich kann verstehen, wenn ein Mensch seinen Hund schützen will, damit er nicht vom Auto überfahren wird. Ja. Aber hier fährt im Umkreis von 10 Kilometern fährt hier kein Auto, so gesehen. Ja. Das ist grob gesehen. Ne? Ja. So. Also, Hier oben fährt auf jeden Fall ja, Kids. also Ja. was will denn hier passieren? Warum muss man hier Außer- seinen Hund an alleine haben? Außer vielleicht, dass der Hund glaubt, naja, jetzt verpisse ich mich von meinem scheiß Härchen, weil ich endlich los bin. Das kann natürlich Wo auch ist denn sein. dein Besen? Schön, dass du da bist. Wie heißt die Ronja? Ja. Ist auch ein germanischer Name. Ja, ich bin ja auch der Räuber. Deswegen muss ich auch runter. Ah, ich muss jetzt mal weiter hier. Das ist Ja. anstrengend. Okay, alles klar, danke, ne? Ja. Es hat jetzt angefangen zu regnen. Es ist ziemlich windig hier oben. Aber hier hinter mir direkt befindet sich ein dichter Wald. In diesen Wald gehen wir rein und werden mal gucken, ob wir einen geeigneten Platz finden. So, ich glaube, ich habe einen geeigneten Platz gefunden. Hinter mir wird richtig dunkel und düster. In diesen Wald gehen wir jetzt rein. Und wir müssen darauf achten, dass uns keiner sieht natürlich, ne? Weil das ist auch nur für eine Nacht, Leute.